Hallo liebe Paddelfreunde, heute nehme ich euch mit auf eine Tour nach Fehmarn. Das ist meine erste Tour auf der Ostsee mit dem neuen Boot Zirscher. Gestartet sind wir am Strandcampingplatz Wallnau und dann sind wir in Richtung Ostseestöpsel gefahren und haben dann einen Abstecher in der Nähe des Leuchtturms Westermarkelsdorf gemacht. Dann haben wir eine kurze Pause gemacht und sind dann entlang der Küste in Strandnähe wieder zurück zum Startpunkt gefahren. Insgesamt waren das ca. 12,8 Kilometer. Ja, schon bei der Anreise hatte ich ein traumhaftes Wetter. Ich bin zusammen mit Ralf gefahren. Wir haben uns in Euthen an der Autobahn getroffen und sind dann gemeinsam nach Fehmarn gefahren. Hier die Fehmarn-Sund-Brücke. Da ist wieder so eine Dauerbaustelle. Das wird auch noch einige Jahre dauern, so wie das aussieht. Über die Insel ging es dann zum Strandcampingplatz Wallnau. Und der Ralf ist auch da. Ja, fein, ne? Ja, das Zelt war schnell aufgebaut und dann sind wir sofort zum Strand. Wir hatten ein traumhaftes Wetter. Es war ja meine erste Fahrt auf der Ostsee, da war das mit den Wellen gerade noch gut. Und dann sind wir auch gleich aufs Wasser. Und was soll ich sagen? Ja. Einfach traumhaft. Das Boot ist ein Rebel Yara LV und läuft sehr gut. Da werde ich noch viel Spaß mit haben, glaube ich. Im Gegensatz zu meinen üblichen Paddelgewässern ist die Ostsee hier wunderbar klar und war auch sehr warm. 20 Grad war sie. Und im Salzwasser paddelt es auch besser. Hier kommt auch der Ralf mit der Inka ins Bild. Wir hatten ja beide einen Heidenspaß auf dem Wasser. Das wird definitiv nicht der letzte Besuch gewesen sein. Vor uns am Horizont sieht man schon den Stöpsel. Ja, wir haben hier auch schon mal nach einer Stelle gesucht, wo wir dann die Pause machen können. Aber zuerst ging es zu dem berühmten Ostseestöpsel. Ja, dieses mystische Gebilde, auch der Stöpsel genannt, ist eigentlich eine Pegelmessstation. Die ist aber in einem Eisgang von den Eismassen so weggedrückt worden, dass die jetzt so schräg hier steht und wurde auch nicht wieder aufgerichtet. Einige sehen da die versunkene Titanic, einen Sektkorken oder aber auch den Stöpsel, mit dem man das Wasser für die Ostsee ablassen kann. Angefasst.
Ja, dann sind wir noch ein wenig weiter die Küste nach Norden gefahren. Und hier rechts auf der Seite sieht man den Leuchtturm Westermarkelsdorf. Das ist eine ganz gute Landmarke hier, wo man sich orientieren kann. Ein kleiner Rundumblick. Sonst sieht man ja von Fehmarn ja nicht so viel auf dem Video. Hier vor uns liegt noch der Parkplatz Westmarkelsdorf. Da kann man auch diesen Stöpsel von Land aus betrachten. Aber jetzt geht es erstmal noch ein Stück weiter. Laut Seekarte waren es jetzt noch ungefähr 400 Meter bis zur Spierentonne. Die liegt so leicht nordwestlich vom Stöpsel. Kann man sie jetzt schon sehen. Ich hatte auf dem GPS-Gerät mir die OpenSeaMap-Karte installiert. Das ist zwar kein Ersatz für die echte Seekarte, aber ein ganz guter Anhaltspunkt. Also die Position von der Tonne hier, die hatte da gut gepasst. Hört man auch gleich, das Piepsen. Das ist die Spierentonne. Die ist, wie uns Jochen Jürgens aufgeklärt hat, wohl für Taucher. Da liegt unten drunter ein Schiffswrack. Da war gerade das Piepsen. Hier ein bisschen näher zum Strand hin habe ich mal die Kamera ins Wasser gehalten. Also kristallklar das Wasser. Hier war leider nur Sandboden, das muss ich bei Gelegenheit dann irgendwann mal mit Pflanzenbewachs machen. Hier haben wir uns eine Stelle am Ufer ausgeguckt, wo wir anlanden wollten. Mit dem Carbonboot ist das so ein bisschen schwieriger auf den Kiesstrecken anzulassen. Da muss man mal nass ein- und aussteigen, wenn man sich nicht das ganze Boot da versauen will. Das hat dann auch mehr oder weniger gut geklappt. Das Gute ist, dass das Boot so leicht ist. 22,5 Kilogramm. Das kann man dann eben mal aufs Land tragen. Habe ich dann in diesem Wochenende auch ein paar Mal gemacht. Hier so ein bisschen Bootsporno, Sirscha am Strand. Sirscha heißt Freiheit auf irisch-gälisch und der Ralf ist natürlich auch da mit der Info. Hier an dem Ufer war auch ganz bizarrer Pflanzenwuchs. Diese sieht aus wie so ein Kohl, das was wir da eben hatten. Und hier die Hundsrosen und Strandgewächse mit interessant geformten Blütenständen. Hier nördlich ist hier der Fehmarnbelt. Da fährt also die Autobahn sozusagen lang von den Schiffen. Da war also einiges an Verkehr. Dieses Schiff hier, das lag allerdings da anscheinend auf Rede. Ja, und dann sind wir wieder zu Wasser und haben uns wieder auf den Weg nach Süden zum Startpunkt gemacht. Hier sieht man nochmal den Leuchtturm.
Stöpsel sind wir dann natürlich auch wieder vorbeigekommen. Sieht irgendwie faszinierend aus, das Teil. Hätte ich jetzt bei so einem Foto davon eigentlich auf KI getippt, wenn ich das gesehen hätte. Ja, den kannst du rausziehen, dann läuft das Wasser hier ab, ne? Mein schaukelt auch. Hier haben wir doch ein Segelboot unterwegs getroffen. Sieht faszinierend aus. Das sind auch richtig große, im Gegensatz zu dem, was man sonst auf der Weser so hat. Ich habe die Gelegenheit dann gleich benutzt, mir das ein bisschen näher anzuschauen und auch ein bisschen Abstand vom Ufer zu bekommen, weil wir hatten ja gleich den Endanlauf für den Strand, für den Startpunkt, und da laufen die Wellen dann in Richtung Ufer. Da wollte ich mal gucken, wie das mit dem Surfen klappt. Der Jochen Jürgens wird sich da natürlich totlachen über diese kleinen Wellen. Genau vorneweg sieht man den Rettungsturm von der DLRG am Strand von Wallnau. Ja, so ansatzweise klappte das tatsächlich mit dem Surfen, obwohl es so kleine Wellen waren. Ja, das Ufer schon fast erreicht. Das ist hier recht steil. Geschafft. Geschafft. Es war ein super Ausflug für den ersten Tag. Wenn man früher immer Tourenjacke getragen hat, kommt einem so ein 22 Kilo Boot in 5,30 Meter Länge plötzlich wie ein Spielzeug vor. Ja, da gab es erstmal einen schönen Kaffee. Die Sachen konnte man da praktischerweise so trocken aufhängen und abends noch ein wenig Sonnenuntergangsstimmung am Strand. Und damit war der erste Tag zu Ende. Der zweite Teil kommt noch etwas später.
und bis zum nächsten Mal.